So, und bei mir im Studio ist Laura von Daniels, Forschungsgruppenleiterin Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Donald Trump, der hat ja jetzt einige Dekrete unterzeichnet und das in einer gewaltigen Show, ganz ungewöhnlich auch in einer Arena. Welche Botschaft sendet er damit an die Nation, die USA, aber auch an die Welt? Ja, er hat ja eigentlich im Vorfeld schon angekündigt, dass er also Rekordzahlen von präsidentiellen Erlässen oder Dekreten direkt auf den Weg bringen will. Die Rede war von 50 bis 200 Stück. Und er hat jetzt schon mal munter damit angefangen. Und was er sagen will, ist, er will unmittelbar das umsetzen, was er im Wahlkampf versprochen hat. Das bezieht sich jetzt im Moment in erster Linie auf Fragen Migration, Grenzschutz an der südlichen Grenze der USA, Abschiebungen, Ausweisungen, aber auch Signale an andere Länder wie Mexiko und Kanada, dass er durchaus jetzt auch mit den Zöllen anfangen möchte. Also auch das hat er vorbereitet gestern. Aber ein Thema bei den Zöllen hat er ja ausgelassen, oder beziehungsweise eine Region, und zwar Europa. Heißt das für uns jetzt erstmal aufatmen oder ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Aufatmen ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Es ist tatsächlich so, dass er einige Sachen in die Wege geleitet hat. Man muss sehr genau auf seine Formulierungen achten. Zum Beispiel, wenn er davon redet, dass man sich jetzt anschauen will, ob Länder sich unfair verhalten im Handel und in der Handelspolitik. Das kann dann Ausschlag geben für weitere Zölle und Zollmaßnahmen. Und dann sind die Europäer unmittelbar wieder betroffen. Er hat auch gesagt, das will er jetzt noch nicht am ersten Tag entscheiden. Aber ja, Entspannung ist, glaube ich, hier nicht angebracht. Ein großes Thema in seinem Wahlkampf war natürlich auch die Ukraine. Und die Ukraine und Russland hat er beide erstmal in seiner Antrittsrede nicht erwähnt. Welche Botschaft sendet das jetzt auch, auf was für eine Außenpolitik wir uns da einstellen müssen? Ja, die Botschaft ist eigentlich hier wieder ambivalent, unklar. Also er lässt es offen. Er hat dann später auch gesagt, am selben Tag, er müsse erst mal schauen, ob Putin denn verhandeln wolle. Zelensky wolle ja verhandeln. Ja, aber andererseits hat er viele Ankündigungen im Vorfeld gemacht. Erstmal behauptet, er könnte das alles an einem Tag regeln und für Frieden sorgen. Dann ist er davon wieder zurückgewichen. Und auch jetzt lässt er da Fragezeichen zurück. Aber auch da können wir sozusagen aus europäischer Sicht jetzt nicht ruhig daneben sitzen und abwarten, sondern müssen überlegen, was könnten nächste Schritte sein und wie reagieren wir dann darauf. Stichwort Handelskrieg. Die Beziehung USA-China, die wird unter Trump wahrscheinlich sich deutlich verschärfen. Sollte Europa mit den USA gegen China zusammenarbeiten? Europa sollte vor allen Dingen darauf achten, was die eigenen Interessen sind. Und da, wo tatsächlich China sich auch schon als schwieriger Handelspartner erwiesen hat und auch ein Land ist, das in die Politik hier in Europa Einfluss nimmt, zum Beispiel durch die Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine, da muss Europa eigene Interessen vertreten. Und wenn das tatsächlich Überschneidungen gibt mit der US-Politik gegenüber China, umso besser. Aber das sollte eigentlich unsere Motivation sein, unser eigenes Interesse an Sicherheit und auch an einem fairen Handel und einer fairen Wirtschaftspolitik.